Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat nämlich nun schnell Verbesserungen bei der Pünktlichkeit gefordert und dem Staatsunternehmen zugleich einen deutlichen Sparkurs verordnet. Im Fernverkehr, da müsse die Pünktlichkeit kurzfristig deutlich verbessert werden. Gespart werden soll dem Minister zufolge vor allem in der Verwaltung des Konzerns. Und nun ist er mir auch zugeschaltet, Bundesverkehrsminister von der FDP Volker Wissing. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Wissing. Ich grüße Sie. Ja, Sie haben auch sich bereits geäußert, gesagt, ja, wir sind als Bundesregierung in Vorleistung getreten. Jetzt muss die Bahn auch liefern. Und diesen dreijährigen Sanierungskurs, der jetzt also verordnet wurde, den wollen Sie im Ministerium auch ziemlich engmaschig überwachen. Wie massiv werden denn die Einschnitte ausfallen? Und vor allem, was heißt das am Ende für die Kunden der Deutschen Bahn? Also gibt es noch weitere Streichungen auch bei den Strecken? Nein, für die Kunden wollen wir Verbesserungen erreichen. Deswegen haben wir die Infrastrukturgesellschaft gegründet, die DB Infrago. Deswegen haben wir diese Rekordinvestitionen auf den Weg gebracht. Die Sanierung des Bestandsnetzes läuft. Bei der Riedbahn wird in kurzer Zeit eine Riesensumme an Sanierungsmitteln verbaut. Jetzt muss aber auch der Betriebsablauf bei der Bahn im Interesse der Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer optimiert werden. Und deswegen muss man sich konzentrieren auf die Kernaufgaben: Pünktlichkeit herstellen, Zuverlässigkeit herstellen und natürlich auch das Personal auf die Betriebsabläufe konzentrieren. Zu viel Verwaltung ist wirtschaftlich nicht gut und schwächt auch die Ergebnisse, die die Bürgerinnen und Bürger erwarten, nämlich Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. Sie wissen ja auch, Herr Wissing, wenn man solche großen Kürzungen in einem Konzern anstrebt, dann holt man sich meistens jemanden von außen. Also Unternehmensberatungen sind da gern beliebt. Meine Frage ist jetzt halt, ist die Bahnführung, die wir ja seit Jahren haben, die auch mitverantwortlich ist dafür, dass da so wenig passiert ist in den letzten Jahren, ist die dafür noch die richtige, jetzt auch dieses Sparprogramm umzusetzen? Wir haben seit Übernahme der Regierungsverantwortung 2021 große Schritte umgesetzt. Ich erinnere an die Gründung der Infrago zum 1. Januar 2024. Viele haben gezweifelt daran, dass die Bahn das schaffen wird. Aber sie hat es geschafft, weil sie eine klare Angabe, auch eine Ansage von uns auch bekommen hat. Wir haben ganz klar gesagt, das erwarten wir und das muss gemacht werden. Und wir haben auch nicht locker gelassen beim Controlling und immer wieder nachgehalten. Und das ist das, was partnerschaftliche, aber auch konsequente Zusammenarbeit an Erfolgen bringt. Und das setzen wir jetzt bei der Infrastruktursanierung fort. Und ich will auch, dass in den Betriebsabläufen bei der Bahn eine Optimierung stattfindet. Jedes Unternehmen muss Modernisierungsschritte gehen. Und das gilt auch für die Deutsche Bahn. Und deswegen eine klare Forderung an den Vorstand: ein Sanierungskonzept mit ganz präzisen Zahlen, einem ehrgeizigen Umsetzungsplan. Und natürlich gehört dann auch dazu eine engmaschige Kontrolle, dass das nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch tatsächlich umgesetzt wird. Das habe ich gefordert, das muss jetzt kommen und ich erwarte, dass der Aufsichtsrat in Kürze ein entsprechendes Konzept bekommt und dann auch verabschiedet. Wo wir doch gerade schon über Sparmaßnahmen sprechen, Herr Wissing, möchte ich mit Ihnen auch gerne noch mal über Volkswagen reden. Denn dort ist nun auch bekannt geworden, dass wohl weitere Sparmaßnahmen drohen. Selbst betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen, die schließt man dort nicht mehr aus. Nun hat sich auch CDU-Chef Friedrich Merz bereits dazu geäußert, sieht das auch als Symptom davon, dass Deutschland eben als Standort nicht mehr wettbewerbsfähig genug ist. Das impliziert ja auch noch mal die Kritik an der Ampelregierung, die eben nicht genug tun würde für den Industriestandort Deutschland. Inwiefern ziehen Sie sich denn diesen Schuh an und nehmen diese Kritik auch an? Naja, das ist ja wohlfeil von Herrn Merz, dass er jetzt die Schwierigkeiten kritisiert, vor denen die Automobilindustrie steht. Denn es war ja unter der Verantwortung von CDU-Kanzlerin Merkel, dass diese Dinge auf den Weg gebracht worden sind. Ich erinnere nur an den Green Deal auf europäischer Ebene, den ja auch die Kollegin von Herrn Merz, Frau von der Leyen, verantwortet oder für den sie ja auch ganz konkret steht. Also wir waren immer der Meinung, dass wir darauf achten müssen, dass wir unsere Automobilindustrie nicht überfordern, weil wir sie dringend brauchen für Wachstum und Wohlstand in unserem Land. Und deswegen plädiere ich für einen anderen Kurs, als die CDU ihn eingeschlagen hat. Ich plädiere für Technologieoffenheit, für den mehr Wettbewerb auch der Technologien und setze mich dafür auch aktiv auf Brüsseler Ebene ein. Allerdings mit sehr viel Widerstand der Kollegin von Herrn Merz, Frau von der Leyen. Also ich kann mir hier mehr Unterstützung nur wünschen, aber sich hinzustellen und einerseits erst der
Automobilindustrie schwerer machen auf europäischer Ebene und dann auf der anderen Seite den Zustand kritisieren, den man selbst verantwortet. Das ist kein überzeugendes Konzept von Friedrich Merz. An der Stelle schießen Sie also zurück. Aber Herr Wissing, wo ich Sie jetzt ja schon mal da habe, was ist denn eigentlich bei Ihnen, bei den Liberalen jetzt wieder los? Es gibt Diskussionen. Güde Jensen etwa hat das noch mal vorgebracht, dass man vielleicht doch die Ampel auch generell noch mal auf den Prüfstand stellen muss und zur Not die Regierung dann eben auch verlassen sollte. Es ist aber ja offenbar nicht die Position der gesamten FDP-Führung. Hat denn Christian Lindner, Ihre Partei, die FDP, noch im Griff? Ist der noch der richtige Mann an der Spitze? Ja, ganz ohne Zweifel. Und wir haben ein ehrgeiziges Regierungsprogramm. Man sieht ja bei der Bahn, wie wichtig es ist, wenn man konkrete Dinge umsetzt, wie man auch Verbesserungen erreichen kann. Und deswegen arbeite ich weiterhin an der Umsetzung unserer politischen Ziele. Und wir haben viel vorzuweisen. Wir haben das Deutschlandticket auf den Weg gebracht. Wir haben die Bahnsanierung auf den Weg gebracht. Jetzt die betriebswirtschaftliche Sanierung der Bahn, Brückensanierung. Also ich habe jede Menge zu tun und konzentriere mich auf meine Arbeit und tue das nach wie vor sehr gern. Herr Wissing, danke für das Interview. Danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.